Grüßt euch zusammen, hier ist Antonov, Präsident der Vereinigten Republik Obscurium, heute in Damp an der Ostsee in Schleswig-Holstein an einem ganz besonderen Ständchen. Und zwar dem Stand der Drachenmanufaktur, Dragon Ferries Drachenmanufaktur, um spezifisch zu sein. Und wir haben hier... Mein Name ist Annette. Wir lassen diese Drachen schlüpfen. Sie schlüpfen alle natürlich bei uns zu Hause, weil es ist ganz wichtig, dass Drachen in einer menschlichen Umgebung aufwachsen können. So werdet ihr handsam und vor allem gut sozialisiert. Ihr seht ja alle, wir haben eine Gruppenhaltung für unsere Drachen, das ist artgerecht und das macht ein späteres Zusammenleben mit anderen Wesen in menschlichen Wohnungen einfach leichter. Und seit wann macht ihr das genau? Seit 2013. Wir haben im August 2013 die Idee gehabt, die ersten Drachen schlüpfen lassen und sind dann nach und nach auf immer mehr Mittelaltermärkte und Fantasy-Märkte mit ihnen gewandert, weil sie müssen ja zu den richtigen Menschen kommen und das funktioniert am besten, wenn man da ist, wo die richtigen Menschen sind, die Drachen lieben. Für wahr. Und wie ist es zu der Idee gekommen überhaupt? Wir wollten gerne auf Mittelalter- und Fantasy-Märkten nicht nur als Gäste sein, sondern auch hinter dem Marktstand sitzen. Und bei uns sind überall Drachen. Also wenn man uns zu Hause besucht, wir haben Drachen auf Tassen, wir haben Drachen auf Kalendern, als Figuren. Und dann hat es sich irgendwie angeboten, dass es doch eine sehr unterrepräsentierte Spezies auf dem Mittelaltermarkt war, dass wir mal dafür sorgen, dass ein paar mehr davon in die Welt kommen. Ja, und da stehen wir nun. Ja, ein sehr nobles Ziel und wir haben ja hier auch schon einen großen Drachen. Ja, das ist unsere Ruby, unser neuestes Drachenkind, eines der größten. Ja, du bist groß. Und sie darf jetzt mal hier repräsentativ für die anderen Drachen, die uns begleiten und mit denen wir auch gelegentlich unterwegs sind, um andere Menschen zu bespaßen, darf sie halt mal in die Kamera lächeln. Sie hat ein sehr großes Lächeln. Ja, einer muss es ja haben, ne? Ja, wer hat, der kann, ne? Nein, wir nennen dich nicht großmäulig. Einfach nur ein schönes Lächeln. Was habt ihr noch für andere Drachen hier? Ja, es geht bei unseren ganz Kleinen los, die ihr hier oben seht. Das sind unsere Schwausis. Ruby stellt sie mal vor, unsere Schweinemaus-Glücksdrachen, die kleinste Drachenart, die man bei uns finden kann. Es sind kleine glücksbringende Drachen mit Mausegröße und dem kleinen Näschen vom Glücksschwein. Unsere Nacht- und Tagschatten-Nachzucht, mit der wir die Art erhalten helfen wollen, weil sie sind ja nun mal am Aussterben, die Nacht- und Tagsschatten. Es gibt nur ein Zuchtpaar und damit ist die Nachzucht natürlich gefährdet. Wir haben da drüben Drachenbabys, ähnlich lebendig zum Agieren wie unsere Ruby. Auch sie sind bespielbar, das heißt, sie können mit bisschen menschlicher Hilfe zum Leben erweckt werden. Und natürlich auch ein bisschen unsere Wundertiere hier. Nicht alle nur reine Drachen, aber alle irgendwie drachig. Oder zumindest Feuergeborene wie die Phönixküken. Ja, so seht ihr hier doch ein breites Feld. Das ist das Schöne an Drachen. Auch deswegen wurden es letztendlich Drachen, weil es so viele verschiedene davon gibt und weil man sich ja irgendwie immer wieder mit einer neuen Spezies Drachen unterhalten kann und sie finden kann und sie dann auch den Menschen präsentieren kann. Sehr gut. Ihr habt ja noch einen ganz wichtigen Drachen hier, das Maskottchen, der Hauptdrache sozusagen. Die eigentliche Hauptfigur bei uns, oder er legt da schwer drauf Wert. Der erste unserer Handdrachen ist unser Darius. Ruby muss jetzt mal kurz beiseite rücken. Das fällt ihr schwer, sie ist ja noch sehr jung. Unser Darius. Mami, du hast gesagt, wir dürfen uns alles angucken. Also Ja, ihr seht, wir sind echt auf dem Markt. Und das ist unser Darius. Als erster der Handdrachen hat er uns die ganze Zeit begleitet und ja, natürlich auch so ein bisschen den Stand repräsentiert, da wo er konnte. Fabelhaft. Habt ihr noch irgendwas zu sagen zum Ende des Interviews? Ja, wir möchten gern das schlechte Image der Drachen, was uns leider immer wieder begegnet, aufbessern. Drachen, die einzeln in Höhlen gehalten werden, sind sicherlich merkwürdig und nicht unbedingt menschenfreundlich, aber wir wollen beweisen, dass das auch anders geht und deswegen machen wir das, was wir hier tun. Wunderbar. Und wo kann man euch finden? Am besten entweder auf diversen Mittelaltermärkten und ansonsten in den Weiten des Webs.
Vielleicht ist ja nachher möglich, nochmal die Visitenkarte hinter dieses Video zu schneiden. Da findet man unsere Website, unsere Termine auf der Website und einige unserer Drachen. Absolut, das wird in der Beschreibung aufgeführt sein. Fantastisch. Das ist sicherer, als wenn ich das jetzt erzähle. Ich bedanke mich für diese Möglichkeit und für eure wunderbare Arbeit. Gerne. Wir wünschen euch allen eine schöne Zeit. Und viele Drachen. Drachenmaus.